Ich bin nach einer sehr, sehr guten Nacht tatsächlich jetzt umgezogen. Und zwar 5 Meter weiter zu diesem Häuschen. Das ist nämlich das Duschhäuschen. Und es gibt Duschen, Toiletten, warmes Wasser und Strom. Das heißt, da lädt jetzt mein Handy-Akku. Und ich koche mir jetzt Kaffee in der Zeit. Und es gibt tatsächlich auch WLAN. Also es ist echt krass und es kostet alles gar nichts. Das ist echt ein Traum hier. Richtig gut. Sehr gespannt, ob Komoot uns den Donauradweg fahren lässt oder ob er uns irgendeine andere Abkürzung zeigt. Es gibt jetzt einen kompletten Donauradweg nach Budapest. Ich will noch nicht direkt nach Budapest, weil ich erst morgen dort ankommen will. Das sind, glaube ich, nur 120 Kilometer. Das würde ich wahrscheinlich heute schon schaffen, weil eben jetzt ein guter Radweg ist. Aber schauen wir mal. Ein bisschen können wir auf jeden Fall fahren. So die ersten 40 Kilometer und dann biegen wir mal nach links ab, weil da gibt es noch so einen anderen See, den wir uns angucken können, wo wir da abschlafen können. Ne, Zuri, mal gucken, wie viel du heute rennen kannst mit dem guten Weg hier. Hoffentlich. Keine 200 Meter später und ich habe die Eurovelo verloren. Bis auf die Schweiz, die wirklich perfekt war, kann man das mit den Radwegen echt knicken. Also man kann irgendwie nicht nach Schildern fahren, weil es steht irgendwie nirgendwo, steht noch nicht mal Budapest irgendwo dran. Das ist echt doof. Und Komoot will mich über eine Bundesstraße schicken. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Donauradweg über eine Bundesstraße führt. Velo 6 Schild. Also mal schauen, ob wir dem folgen können. Zu Komoot. Komoot sagt rechts, Eurovelo sagt links. Also fahren wir links. Weil von rechts kamen wir gestern auf. Da habe ich echt keinen Bock zurückzufahren, weil das war auch eine fette Straße. So viele LKWs am Ende. Aber ich glaube, Zuri, du musst bald rein. Ich glaube, das ist ungeil für dich. Oder auch für die LKWs. Ein Radweg. Hier ist die Bundesstraße oder was auch immer. Hier ist der Radweg. Also Zuri, gut für dich. Gut für uns beide. Wenn ich mein Fahrrad immer abschließe. Ich dachte, das wäre das überflüssigste Schloss, aber es ist tatsächlich in 99% der Fälle das einzige Schloss, was ich benutze. Egal in welchem Land. Also wirklich auch Bosnien, Serbien. Und dann bin ich halt einkaufen gegangen. Jetzt ist auch nie was passiert. Und hier in Ungarn ist es tatsächlich leider fast unmöglich, irgendwas Vegetarisches zu finden. Hier ist jetzt auch Fleisch drauf. Das heißt, ich werde das jetzt irgendwie abmachen und Zuri hat eine kleine Zwischenmahlzeit. Boah, das sieht mir doch aus wie ein 7,5 Tonner. Der darf doch gar nicht da reinfahren. Aber tatsächlich folgt jetzt Komoot der Eurovelo 6. Ich bin erfreut, dass hier nur irgendwie rüberkommt. Das ist auch alles nur Straße leider, kein Radweg mehr. Oh, mal wieder so ein Komoot-Weg, der nicht weitergeht. Ich dachte, ich hätte die Eurovelo verloren, wollte Komoot folgen. Aber scheinbar war ich auf der Eurovelo, weil Komoot ist es nicht. Also zurück. Jetzt überqueren wir die Donau. Also wir folgen jetzt nicht über den Donauradweg, aber ich muss sagen, ich finde schon wieder super schwierig, weil der ist echt nicht gut ausgeschildert. Man weiß zum Beispiel nicht, ob man hier über die Brücke fahren soll oder ob man diesem Weg hier rechts weiter folgen soll. Es gibt sehr, sehr wenige Brücken über die Donau. Die nächste ist echt einige Kilometer, bestimmt 50, 60 entfernt. Von daher ist es auch echt blöd, wenn man diese Brücke verpasst. Also es ist irgendwie alles nicht so einfach hier. Sieht irgendwie ziemlich neu aus. Ich will nicht wissen, was hier vorher war. Der ist gesperrt. Und warum von dieser Seite? Ah. Kommen wir da irgendwie durch? Hier vielleicht durch? Oh, wie ätzend. Ah. Also wir sagen, der Donauradweg führt auf jeden Fall auf der anderen Seite entlang. Ah, gucken, was uns hier so erwartet. Wie im fetten Industriegebiet gekommen. Irgendwie ist mir auf der anderen Seite besser gefallen. Seht ihr die ganzen Bordsteine? Wie hoch die sind? Wie soll ich denn da mit dem Fahrrad runterkommen? Ich muss halt immer gucken, dass Zuri nicht umkippt. Das ist hier nichts für Radfahrer. Oh, Zuri, jetzt hängen wir fest. 1, 2, 3 und... Alles gut bei dir? Oh Gott, da ist der nächste. Oh Leute, was macht ihr denn hier? Ich will auf die andere Donauseite zurück. Gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Muss ich gleich mal gucken. Aber erstmal suche ich mal einen Kaffee, ein Cappuccino oder was trinken. Kannst du langsam Zeit nach 40 Kilometern. Und jetzt ist noch eine ganz innere Baustelle. Oh, ich dachte, das ist vorbei. Ich habe doch keine Lust, den Umweg zu fahren über einen anderen See, den wärmsten See Europas. Klein Balaton, wird ja auch genannt. Ich gucke, wo der heißt. Selenci oder sowas. Deshalb fahre ich jetzt an der falschen Seite der Donau entlang. Hier gehe ich mal gucken, ob es hier auch Radwege gibt. Dann der nächsten Brücke gehe ich wieder auf die andere Seite, aber das dauert. Das sind schon 40 Kilometer, die ich jetzt fahren muss. 80 ist jetzt noch bis Budapest. Da will ich ja morgen Mittag sein.
Ich hoffe jetzt, dass die Komoot-Seitenstraßen nicht irgendwo im Nirgendwo enden und dass ich irgendwann noch wieder normale Straßen komme. Ich bin tatsächlich immer so ein bisschen verunsichert, dass es schon ein paar Mal im Nirgendwo geendet hat im Ausland. Aber das sieht ja nicht so schlecht aus. Riesenpluspunkt für Ungarn. Es gibt jede Menge Hunde, teilweise auch Ausrasten, wenn wir vorbeifahren. Aber keiner kann durch den Zaun durch. Das, was Standard in Montenegro war, in Bosnien und Serbien, dass sie uns hinterher rennen, zählt hier einfach nicht. Das ist super angenehm. Boah, die Seite ist super hügelig. Das ist irgendwie anstrengend. Aber die andere Seite, die war schön flach. Das war mir irgendwie ein bisschen lieber, muss ich zugeben. Die Batterie hat schon auch wieder nicht geladen im Restaurant. Das ärgert mich. Das Ladegerät hat irgendwie einen Wackelkontakt. Und am Anfang lädt es und irgendwann hört es dann auf. Man sitzt ja immer draußen, oder ich sitze immer draußen und ist dann irgendwo drinnen in der hintersten Ecke und kommt man dann nach einer Stunde oder zwei zurück und denkt, was ist da schon wieder los? Leider endet die Straße da hinten, in nirgendwo, aber sie haben hier was Nettes gebaut, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass viele Fahrradfahrer den falschen Weg nehmen. Hoffe ich mal, dass ich hier irgendwie hochkomme. Mit Wagen. Oh, Tori! Das war schwer, hä? Ja, und jetzt kommt ein ganzes Stück Schnellstraße. Das ist halt echt nicht die geilste Seite. Von der Donau sieht man noch gar nichts. Oh, heißt das, dass Fahrräder verboten sind? Das ist natürlich richtig ungeil, aber ich habe gar keine andere Strecke, wo ich langfahren kann. Kleinen Weg. Der müsste eigentlich im Dorf landen. Ich hoffe es. Schauen wir mal. Fühle ich mich auf jeden Fall wohler als an der fetten Straße. Dreh dahin. Ich bin tatsächlich stolz, dass Zuri hinterhergerannt ist und ich habe Nein gesagt und sie hat eine Rolle geschlagen und ist zurückgekehrt. Hat das Reh nicht weiterverfolgt. So muss es sein. Gut gemacht, Zuri! Blöd, wenn die angezeigten Wege auf einmal nicht mehr durchlässig sind. Aber es gibt hier irgendwas außenrum. Es ist relativ weiche Erde. Ist nicht so geil zu fahren, aber wir schauen mal, ob wir da irgendwie außenrum kommen. Also hauptsächlich führt dieser Weg zu diesem Misthaufen. Hier hört der Weg schon ziemlich auf und ist relativ acker. Aber ich hoffe, dass da irgendwie Zugang zu einer Straße ist. Dass das kein Zaun ist da hinten. Oh, ich habe keinen Bock, diesen ganzen Weg wieder zurückzufahren. Über das Feld. Hier ist gar keine Spur mehr. Oh, wäre ich doch nie über diese Brücke gefahren. Oh, da ist eine Tür. Kann das sein, dass das Zaun ist? Also hier ist tatsächlich Ende. Also man könnte diese Familie, wenn man die irgendwie sieht, fragen, ob man durch den Garten darf. Da hinten geht es zur Straße, aber keine Ahnung. So, ich habe jetzt den Mann da hinten gefragt, ob ich mit meinem Fahrrad durch seinen Hof darf. Er meinte erst nein, ich muss außen rum. Habe ich ihm gesagt, dass ich ein ganz schön großes Fahrrad habe. Ganz schön viel Gepäck. Er meinte, oh, na gut, jetzt darf ich seinen Hof passieren. So, mein Handy ist gerade ausgegangen. Da bin ich das finde ich richtig geil, dass Komoot tatsächlich die Route speichert, obwohl das Handy aus ist. Also, der macht jetzt einfach weiter und zeigt mir immer noch an, was ich alles gefahren habe. Ich habe echt schon Angst, dass alles verloren gegangen ist von heute. Das wäre echt tragisch. Ja, ansonsten muss ich jetzt ein paar kleinere Wege fahren, weil ich die große also es gibt irgendwie nur Autobahn und diese Schnellstraße, wo ich beides nicht drauf darf. Komoot zeigt mir so ein paar kleine Routen an. Ich hoffe, dass ich die wirklich fahren kann, weil die sehen sehr klein aus und die sehen auch noch sehr, sehr viel Umweg aus. Aber schauen wir mal. Ich glaube, in so 20 Kilometern kommt die Brücke auf die andere Seite und dann dürfte ich den ganz normalen Donauradweg wieder haben. Da freue ich mich drauf. Das ist jetzt schon wieder so eine abenteuerliche Straße, wo ich nicht genau weiß, ob die auf der Seite rauskommen, wo sie rauskommt, weil es gibt nicht wirklich eine Alternative. Diesem Ort geht sonst, glaube ich, nur auf die Autobahn. Genug Abenteuer für einen Tag. Guckt euch den Weg an. Ich hoffe, dass ich diesen nicht zurück muss. Ey, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich will auf die andere Seite. Könnte man zumindest gut übernachten, falls ich hier nicht mehr rauskomme. Also wäre eigentlich ein Durchfahrtsverbotenschild, aber hier ist Weg und Weg ist gut. Ist auch nicht schlecht. Da sagt er, sollen wir runter. Jetzt links. Aber ich weiß nicht, ob wir auf der anderen Seite wieder hochkommen, weil es sieht mir da nicht so nach einem richtigen Weg aus. Und dann noch hier noch mal einmal durch den Fluss. So, also hier sind Fahrräder verboten. Die rasen hier auch echt richtig. Das heißt, ich versuche jetzt so schnell wie möglich die nächsten 5 Kilometer hinter mich zu bringen. Zuri, tut mir leid!
Aber wir müssen uns jetzt beeilen. So richtig wohl fühle ich mich auf der Straße nicht. Ich war auch konstante 26. So schnell wie möglich hier runterzukommen. Das ist mega anstrengend. Da ist die Ausfahrt. Na, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Puh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und der Mord ist die Brücke. Oh, ich glaub's nicht. Boah, das war anstrengend. Das waren mehr als 5 Kilometer. Das waren bestimmt, keine Ahnung, 7 bis 10. Oh, mein Kopf ist ganz rot. Es ist ganz gut, dass ihr den gerade nicht seht. Genau hier, an dieser unscheinbaren Stelle, am Eingang von Erxi, bin ich 5000 Kilometer gefahren. Wow. Die Brücke kommt gleich. Eine Fähre, kein Boot, keine Brücke. Ich will auch noch mit. Ah, nein, 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 nein. Oh. Sind wir auf der anderen Seite. Endlich wieder. Abenteuer Westufer Donau geschafft. Mann, überall Trinkwasserspender. Super für Zuri. Tja, jetzt sind wir in der Sackgasse. Ich finde ihn einfach nicht, den Rheinradweg. Jetzt muss ich mal gucken, ob es vielleicht GPX-Daten gibt. Also, direkt nach der Fähre hätte ich die große Straße nehmen müssen und nicht hier komplett rüber zum Donauarm fahren. Aber da war kein Schild. Naja, fahren wir 7 Kilometer wieder zurück. Beziehungsweise gucken, ob wir irgendwo hier einen Schlafplatz finden. Aber es ist echt alles ein bisschen zugebaut, muss ich sagen. Und noch einen kleinen Blick auf unseren Schlafplatz. Dieses schöne Stückchen Gras, bevor wir uns aufmachen. Der nächste Tag ist erwacht und heute geht's nach Budapest. Da machen wir mal eine Woche Pause und gucken uns meine Lieblingsstadt an. Das ist auch wieder ein Gefängnis ist. Sieh die Eurovelo. Oh, wie habe ich dieses Zeichen vermisst gestern. Oh, wie schön. Jetzt habe ich sie wiedergefunden. Hoffentlich verliere ich sie nicht mehr bis Wien. Es gibt kein einziges Eurovelo-Schild. Da muss man schon mit Navi fahren. Das findet man keine Chance. Es gibt auch irgendwie auch Radwegen, verstehe das gar nicht. Ich habe jetzt die App runtergeladen, Eurovelo 6. Schauen wir mal, ob wir es damit fitten können. Auf jeden Fall ein Stück wieder zurück. Ich wusste nicht, dass man in Ungarn nicht Alkohol normal im Geschäft kaufen kann. Das ist richtig krass. So viele Leute sehe ich schon morgens um 8 irgendeinem Alkohol mit Bier oder irgendwas vor den Geschäften sitzen, aber auch in anderen Ländern. Ich trinke einen Cappuccino und die Leute trinken Bier oder Schnaps. Boah, was hier für ein Verkehr ist. Ich hoffe, ich habe gleich die Velo erreicht, die Eurovelo. Da ist sie. Hoffen wir, dass wir sie jetzt nicht mehr verlieren. Ich bin mal gespannt, ob wir hier ankommen in Budapest mit dieser Route. Bahn in der Donau. Das tut gut. Ja, also die Eurovelo-App sagt, dass wir abbiegen müssen, haben wir kein Schild. Echt gespannt, ob das klappt. Erst bin ich mir alles nicht so sicher. Jo, jetzt müssen wir verkehrt rum durch Einbahnstraßen. Radfahren ist schon mal recht abenteuerlich im Ausland. Aber hier gibt es mal wieder ein Schild. Also 1 von 5 Schildern gibt es. Ja, eigentlich hat der Fahrradweg für diese Brücke da hinten gezeigt. Aber dann war der Fahrradweg einfach gesperrt, weil da Bauarbeiten auf der Brücke sind. Ja, und jetzt folge ich mal der Umleitung für Autos und hoffe, dass sie da auch die Umleitung für den Fahrradweg mit integriert haben. Ich gehe schon fast davon aus, dass der Fahrradweg jetzt auf ein Nimmerwiedersehen verschwunden ist, weil ich jetzt auf der falschen Donauseite bin. Mit den Brücken ja ein bisschen rar ist hier. So, mal gucken, ob es das war, dem Donauradweg. Ja, natürlich gibt es keine Fahrradschilder. Jetzt habe ich gesehen, es gibt eine Fähre weiter vorne, um auf die andere Buda-Seite, auf die andere Donauseite zu kommen. Das heißt, die werden wir jetzt nehmen und dann schauen wir mal, ob wir den Radweg wiederfinden. Das ist schon spannend, dass irgendwie so 10 Kilometer vor Budapest noch nicht mal alle Straßen geteert sind in den Wohngebieten. Ja, nehmen wir mal wieder eine Fähre. Eigentlich müssen wir danach den Radweg wieder easy finden. Hoffentlich bis Budapest auch behalten. Fast 2 € hat die Fähre gekostet für das kleine Stückchen. Ganz schön teuer. Na gut, schauen wir mal, ob wir jetzt den Radweg finden. Das sieht nicht so schlecht aus. Mal wieder fehlte die Abzweigung. Ich bin froh, dass ich die App habe und zumindest sehen kann, wo die Route lang läuft. So viel mehr ist die nicht gebrauchen, aber das reicht eigentlich auch. Natürlich sieht man mal ein bisschen was vom Fluss. Oh, hier wird die Natur auch als Ablageort benutzt. Der zweite, den ich gesehen habe, oh, hier ist auch noch einer. Das gibt's da nicht. Was machen das die Menschen?
langsam kommen wir Budapest näher. Da hinten sieht ihr schon die Freiheitsstatue. Budapest hat tatsächlich seine eigene. Ich zeige euch jetzt gleich mal ein bisschen näher. Das ist die Freiheitsstatue.